Das ist der 2020er Honda Jazz. Ein ganz brandneues Auto, hier sogar in der Hybridversion für Fans des sparsamen Fahrens. Wir werden euch die Verbrauchswerte noch einblenden, denn auch hier das Auto ist heute gekommen, kam zusammen mit dem neuen Honda E direkt aus Japan. Ich gucke mal kurz, wird er in Japan gebaut? Ja, wird in Japan gebaut. Genau, hier ist wieder mal ein Spezialist, Thomas Reiter. Seit 2005 verkaufst du Honda? Ja, seit 2005 ist immer Honda-Händler. Ja, seit 35 Jahren verkauft ihr japanische Autos. Japan hat es ja angetan. Die Dinger sind gut, oder? Ja, die Dinger sind super. Noch gerade Honda ist dafür bekannt für moderne Technologie, hochwertig, haltbar. Das ist so Spezialität von Honda. So, wir haben mal so gelassen, wie er kam jetzt vom Werk. Deswegen er ist nicht geputzt. Er hat hier vorne verchromte Außenspiegel. Das steht im Auto gut. Das ist jetzt nicht die billigste Ausführung, die es gibt, oder? Nein, das hier sind die ganz günstige Version. Es gibt verschiedene Modelle von dem neuen Honda Jazz. Wie gesagt, das Auto ist ganz, ganz frisch gekommen, nicht geputzt. Da ist noch Schutzfolie überall drauf. Er ist noch nicht mal freigeschaltet. Nein, deswegen müssen wir gleich mal ihn per Schlüssel aktivieren. Den muss man nämlich extra dran halten. Und da hinten steht es nämlich auch E-HEV. Es ist ein Hybrid, also kein Plug-in-Hybrid. Das bedeutet, dass er die Fahrenergie oder die Bremsenergie nutzt und die Energie zum Beispiel, wenn ich runterschalte am Berg, um Leistung zu rekuperieren, damit zum Beispiel im Stadtverkehr der Verbrauch so oft um 1 Liter rum. Ja, der Verbrauch, Liter, glaube ich, jetzt weniger. Ein bisschen euphorisch gemessen. Ich sage mal so, der klassische Hybrid, wie er. So 3-4 Liter. Ja, das ist realistisch. Ich sage mal so, zwischen 3 und 4 Liter sind schon zu erzielen. Das war der Plug-in-Hybrid, genau. Das, was du meinst, ist der Plug-in-Hybrid, aber hier als normaler Hybrid sind auch sehr, sehr sparsame Werte zu erzielen. Und da macht das Auto im Prinzip hier alles von alleine. Halt eben in dem Fall ist er automatisch immer mit einer Automatik versehen. Alle Jazz, bei den Jazz gibt es im Vergleich zu dem Jazz vorher nur noch als Hybrid. Du kannst dich bestimmt noch erinnern, Anfang 2000 kam der Lupo 3L raus. Der 3-Liter-Wagen von vorher, der hatte glaube ich 3, irgendwas, ja. Und der hatte so Reifen, die waren so unglaublich dünn. Also da war alles halt extrem auf Leichtbau gemacht. Heute kriegt man das mit einem Hybrid hin, also mit einem ganz normalen Auto. Also, heute gibt es andere Mittel, wie du schon sagst, damals bei VW, da waren Autos mit Trennscheiben, so dünne Reifen, also das kann man heute nicht mehr vergleichen. Heute haben die Autos allen Komfort, wo der Kunde auch Wert drauf legt. Die neueste Motortechnik. Genau, und trotzdem erreicht man halt eben super sparsame Werte, auch super CO2-Ausstöße. Das Auto liegt unter 95 Gramm, das heißt also, der ist unter 95 Gramm. Unter 95 Gramm, ja. Das Auto ist von den Umweltwerten und allem CO2-Werten ist der wirklich absolut top. Ja, die Hybrids erkennt man hier vorne an dem blauen Emblem, nehme ich an. Richtig? Ja, ist so ein Erkennungsmerkmal, ja. Das ist nämlich blau drin. Ja, die Form, wenn du mich nur kurz aufklärst, das hier ist Polo-Klasse, oder? Ja, der Jazz ist hat im Prinzip ein bisschen eigene Klasse. Ich sag mal, das ist vom Raumangebot her, weil er hat verschiedene tolle Dinge, die der alte Jazz schon hatte, wie die Magic Seats, hat er behalten. Er ist, würde ich sagen, schon ein bisschen größer wie ein Polo, aber trotzdem... Wie so ein Golf Plus, auch ein bisschen höher? Ja, höher schon, aber nicht länger. Er ist eher kompakter. Also kein Auto, wo 4,30 Meter lang ist, der ist knapp über 4 Meter. Er ist sehr kompakt und handlich für die Stadt, aber man nutzt jeden Millimeter vom Raumangebot halt eben aus. Wenn du hier hinten siehst, das sind keine Überhänge, nichts. Das geht alles dem Innenraum zugute. Ja, auch tolle Felgen, die sehr, sehr glatt sind, wo sich die Luft kaum noch verwirbeln kann. Das spart natürlich auch wieder Sprit. Ja, auch das Thema, ich sag mal, Handlichkeit, Spritzigkeit. Der Trend geht ja bei ganz vielen zu Kleinwagen, oder? Das ist schon so für die Stadt, man will da kein Riesenauto mehr. Ja, der Trend ist schon halt eben gute Ausstattung, tolle Technik und das halt eben für in die Stadt drin halt eben also kompakte Maße, halt eben Parkmöglichkeiten und. So, wenn du mal kurz aufmachst, dann halte ich mal gerade die Kamera rein. Wir können uns auch gleich mal hinsetzen, aber es ist nichts freigeschaltet, wir können nicht so viel zeigen. Ja. Bicolor im ganzen Auto. Ja. Das ist natürlich jetzt im Sommer, es ist heiß, also wir drehen heute am 27. Mai. Es ist so der erste richtig heiße Tag, den wir im Moment haben. Aber das Bicolor, das ist schon auch so vom Innenraum her, da hat der E-Honda, der war so ein bisschen Pate, oder? Ja, das sind die beiden modernsten oder beiden neuesten Autos von Honda. Man hat diese Designelemente auch übernommen. Wenn man sieht, das Lenkrad sieht ähnlich aus wie beim Honda E. Ist hier alles farblich schick abgestimmt, auch mit dem Design von den Sitzen. Das ist alles so an die E-Geschichte angelehnt, um zu sagen, das ist so diese Hybrid-Elektro-Linie von Honda jetzt, die jetzt wie gesagt ganz neu
jetzt rausgekommen ist. Ne? Schon edel, oder? Das ist schon richtig edel, das ist ein richtig schickes, edles Auto, ja, ganz klar. So, machen wir hinten auf. Da würde ich mich denn reinsetzen. Ja. Mittlerweile in meinem Alter lasse ich mich ja fahren. Aber auch hier habe ich Bicolor-Akzente drin, die hochglanzpoliert sind. Ja. Das ist schick. Schick, ne? Und wie gesagt, hinten sieht man halt eben das Raumangebot. Du hast eine riesen Beinfreiheit für so ein kompaktes Auto. Genau, steig mal ein. Gut, du bist jetzt nicht gerade der Allergrößte. Nee, du bist keine 2 Meter, oder? Nee, ich bin 1,74 Meter, ich bin jetzt aber auch kein Zwerg. Ich habe den Sitz auf mich vorne eingestellt und guck mal gerade hier Beinfreiheit. Das ist ja schon Wahnsinn. Machen wir oben hoch. Ja. Mit der Hand. Oh ja, da ist noch richtig Platz. Da ist noch Platz. Ach. Ich habe ja nicht gesagt, dass du ein Zwerg bist. Also es war nur so, dass Leute kommen und sagen, ja, weil der ist jetzt keine 2 Meter oder so. Nee, schon klar, um Gottes Willen. So ist es. Ja, schick. Das ist so, von hinten sieht es so ein bisschen aus wie Leder. Wenn du es mal kurz ein bisschen hoch machst. Sieht von hinten aus ein bisschen wie Leder. Ist auch so eine Art Kunstleder. Ja. Und dann der Bezug pflegeleicht. Selbst ist pflegeleicht. Der Bezug selbst ist halt eben Stoff vorne. Ne? Prima. So, ich komme auf die Beifahrerseite. Dann zeigen wir noch mal kurz, wie das Auto nämlich von hinten nach vorne wirkt. Jetzt sind wir beide mal hinten. Ja. Bräuchten wir nur noch einen Chauffeur, oder? Ja, das wäre noch perfekt, ja. Großes Display in der Mitte. Ja. Noch ein bisschen, sage ich mal, klassisch. Was aber neu ist, ist wirklich, die haben überall Outlets drin. Das heißt, ich kann also überall was anschließen. Ja. Wenn du mal kurz da hoch machst, da sind USB drunter. Wahrscheinlich auch mal zweimal USB. Ja. Und vorne habe ich auch nochmal zweimal USB plus noch Zigarettenanzünderstecker. Und HDMI. Und HDMI ist mittlerweile Standard. Ja. Hat der HDMI? Nee. Nee, der hat nicht. Er hat keinen, aber der Honda E hat HDMI. Ja. So, und dann Automatik, das ist, glaube ich, bei der Hybrid-Serie, oder? Ja, bei der Hybrid ist Automatik-Serie, ja. So, und hier vorne ist er von der Einstellung her. Ja, gelungenes Auto. Sieht teuer aus. Was kostet der? Also der Honda Jazz gibt, wie gesagt, verschiedene Ausführungen. Losgehen tut das Auto bei rund 22.000 €. Aber nicht als Hybrid? Der ist generell immer ein Hybrid. Das ist immer Hybrid? Immer Hybrid. Den Jazz gibt es nur noch als Hybrid. Vorher bei den vorherigen Modellen gab es ja normale Benziner und die neuen hier, wie gesagt, die neuen Jazz gibt es nur noch als Hybrid. Ja, das macht auch Sinn, denn da wird es schon schwierig. Also wenn man jetzt Hybrid hat und hat einen Spritverbrauch von 3-4 Litern auf 100, dann, ich sag mal, ist das ja immer noch so eine Sache, ich bin ja total autark. Also wenn ich ja Benzin nach wie vor tanken kann, so in der Übergangszeit gibt ja auch Leute, die wollen 200 Kilometer beim Honda E, die sagen, ich will mehr Autarkie, das kriegt man hier, oder? Ja klar, ich meine, der normale Hybrid ist ja an sich vom Motor her, hat ja immer noch einen ganz normalen Verbrennermotor. Und dementsprechend muss ich tanken, fahre halt eben sehr sparsam, aber ich muss halt eben keinen Strom laden oder irgendwie eine Ladesäule suchen, sondern gehe ganz normal an die Tanke. Da hat sich ja nichts geändert. Ja, du hast zum Herrn da oben gebetet, hast gesagt, Honda, schick uns neue Autos, die sind jetzt da. Ja, so ungefähr. Wir sind schon lange Honda-Händler und haben auf wirklich neue Autos mal gewartet. Und das hier, wie gesagt, der neue Honda Jazz und der Honda E sind absolut brandneu und das ist wirklich was richtig Neues. Hat also nichts mit Facelift oder so zu tun. Das kann ich mit dem alten oder vorherigen Jazz nicht vergleichen. So, wenn du mal so lieb bist, mach mal vorne den Kofferraum auf. Vorne die Motorhaube. Und dann gehen wir anschließend noch hinten an den Kofferraum. Wir gucken mal vorne rein. Ich nehme an, dass natürlich in den heutigen Zeiten das Licht wahrscheinlich Voll-LED ist. Oder auch nicht, das werden wir noch rauskriegen. Also es wird auch hier nochmal ein extra Video geben, wenn der mal geputzt ist und gemacht ist. Der kam heute an, oder? Der kam heute an. Du siehst noch die Aufkleber drauf, vom Schiff und allem. Die Spedition hat das Auto heute abgeladen und wie gesagt, wir drehen direkt das Video. Also wirklich absolut brandneu. Ja. Earth Dreams Technology Hybrid. Du schickst mir noch die Verbrauchsdaten, die werden wir noch einblenden. Ja, die Verbrauchsdaten müssen wir noch einblenden. Wie gesagt, da gibt es noch keinen Preisschilder davon. Das ist alles, wie gesagt, brandfrisch. Wir haben eigentlich geplant, die Einführung von dem Fahrzeug am 6. Juni. Wie gesagt, die Autos sind jetzt schon da. Es wird jetzt keine große Feierlichkeit geben aufgrund der Corona-Pandemie. Wir hatten auch keine Schulungen großartig für die Verkäufer und so weiter. Das ist alles jetzt ein bisschen improvisiert. Aber ich denke, wichtig ist, dass die Autos da sind. Alles andere kriegen wir auch so schon hin. So, man braucht eine spezielle Zulassung, ja, um an solchen Fahrzeugen arbeiten zu dürfen. Die habt ihr alles, was so orange ist. Da sollte man vielleicht nicht gerade mit der Heckenschere dran. Nicht mit der Heckenschere dran. Gut, die Mitarbeiter von mir sind hier geschult. Die haben auch dementsprechende Hochvoltscheine, was man alles so braucht. Das ist selbstverständlich. Super. Das ist ein Dreizylinder? Zweizylinder? Einzylinder? Nee, es ist wieder eins, das ist ein Vierzylinder. Vierzylinder. Wir kriegen das raus. Also wenn es nicht stimmt, werden wir es einblenden. Er kam heute. Wobei, du bist ja als Firmenchef,
hast viele Marken, ihr habt auch Motorräder von Honda. Du hast für alle Spezialisten, also in 2 Standorten? Wir haben 2 Standorte, wie gesagt, hier in Saarbrücken, der Kurt-Schumacher-Straße und in Rehlingen-Siersburg an der Windmühle 7. Sind auch schon lange im Honda-Motorradhändler, habe aber für die Bereiche jeweils Spezialisten, sei es im Auto- oder Motorradbereich, die sind auf die Produkte geschult. Also das ist kein Thema. Es geht ja auch, bei den neuen Autos geht es ja gar nicht mehr darum, was ist da für ein Motor drin, sondern ich sag mal, die Kombination aus Hybrid und Verbrennungsmotor macht auch mal Spritzigkeit, also gerade beim Anfahren und das Ganze auch noch sehr sparsam. Die Japaner, muss man sagen, sind ja in der Hybridtechnologie absolut führend. Das heißt, sie haben sie entwickelt, sie haben sie schon seit ewigen Zeiten dort und ja, Produkt kommt auch aus Japan. Bin mal sehr gespannt. Also in Berlin fahren lauter Hybridfahrzeuge rum. Sind zwar nicht alle von Honda, Ja, aber von einem anderen Hersteller aus Japan. Hersteller aus Japan. Aber generell, wenn man die Amerikaner sieht, wie gesagt, so fahren überwiegend auch nur Hybrid-Taxis. Honda hat schon ewig Hybrid im Programm, hat das Kind nur früher anders das genannt, hat Honda den ganzen eigenen Namen gegeben. Aber die haben jetzt zig Jahre alte, wenn man an den ersten Insight denkt, schon in den 90er hatten die schon Hybridmodelle. Ne? Wenn du siehst, auch hinten die Heckleuchten, das ist alles so Honda E-mäßig. Also ja, das ist alles so ein bisschen Honda E angelehnt. Wobei, wo ich vorhin schon sagte, wie gesagt, Honda hat hier immer noch diese Magic Seat Geschichte. aber was ist denn das? Das heißt, du kannst die Sitze hochklappen Ja. und dann kann Ist man das hier... magnetisch oder wie geht das? Nee, das ist ein Einraster. Ich Ja. habe jetzt nur nicht weit genug hoch gemacht. Ah, kannst du durchladen? Ja, ich mache es auf der anderen Seite. Und dann kannst du was Sperriges laden und man hat immer noch den Kofferraum zur Verfügung. Das ist ja genial. Das ist alles nur ein Handgriff, da brauchen wir also nichts großartig zu fummeln. Geht alles ganz easy. Das heißt, du kannst theoretisch jetzt hier reinsteigen. Ja. Und genau, wenn du es mal kurz machst, steig mal ein. Ich will mal gerade sehen. Da willst du mich nicht so drin. Ja, mach mal. Ich will nur mal zeigen, also das ist wirklich so, du kannst einmal durchs Auto durchgehen. Komm mal durch. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Also es geht darum, du hast sperrige Sachen, wie was weiß ich, du gehst bei Ikea mal einkaufen oder wo auch immer und da kommt so ein Möbelpaket. Kannst du, was weiß ich, das Hunde- oder Pferdefutter reinstellen, du kannst eine Pflanze damit transportieren, je nachdem. Ohne Umbau, groß. Ohne Umbau, sag mal, selbst ein Mountainbike, wenn man das Vorderrad rausholt und oder beide Räder rausholt, die kann man auch locker damit transportieren. Das ist schon praktisch. Und es geht nochmal runter, wie? Einfach hier anheben, Ah, okay. du hebst hier an, dann machen wir die Sperre damit auf und dann kann man runter machen. Und das geht Also. auch einzeln, links wie rechts. Und wie gesagt, ist alles nur ein Handgriff. Geht alles ganz leicht. Ne? Das ist alles dementsprechend. Ah, der klappt sogar runter. Der klappt auch komplett ebenerdig runter. Du musst keine Kopfstütze irgendwie vorher rausholen. Das ist schon, wie gesagt, für so ein kleines Auto ist das absolut schon riesig. Ne? Genau, wenn du mal hinten aufmachst, mach mal auf. Das wird jetzt Wird nicht gehen, weil der Strom... nicht gehen, weil der ist im Moment nicht aktiviert. Und dementsprechend kann ich den Kofferraum nicht aus. Ja, ist nicht schlimm. Aber wir machen mal eins. Ich guck mal rein von hinten. Mach Dann, mal. dann sieht man nämlich schon mal, das ist die Größe vom Kofferraum. Ich kann es sehen, ist gut. Das ist natürlich ein tolles Konzept. Das heißt, ich habe jetzt ein Kombi. Da ist jetzt hier ein Kombi, da ist hier eine gigantische Ladefläche. Wie gesagt, wir müssen die Autos jetzt noch alle fertig machen dementsprechend. Und dann würden wir auch einen Vorführer zulassen. Dann drehen wir auch noch ein Video, wo wir ein bisschen mehr von dem Auto zeigen. Ja, das machen wir. Dann gucken wir mal. Ne? Prima. Ja, wichtig ist ja auch Probefahren. Also das ist so, also nochmal, die Hybrid-Technologie ist es nicht dazu da, um von A nach B jetzt elektrisch zu fahren, sondern Sprit zu sparen. Gerade das Thema Anfahren verbraucht ja am meisten Strom. Wenn er mal rollt, dann ist ja einfacher, muss ich nur die Geschwindigkeit halten. So, und da hilft der Hybridmotor mit der Bremsenergie, die rekuperiert wird. Ganz genau, ja. Also das heißt, also beim reinen Hybrid ist es so, dass du nicht weite Strecken wie jetzt beim Plug-in-Hybrid von 50 Kilometer roundabout elektrisch fahren kannst. Das geht bei ihm hier nicht. Das ist nur minimal, wo er elektrisch fährt. Aber wenn er in einem Modus drin ist, wenn man rollt, sage ich mal zum Beispiel in der 30er-Zone, dann fahre ich auch teilweise wirklich rein elektrisch. Und das wirkt sich in der Summe gesehen einfach auf einen sparsamen Verbrauch aus. Und extrem sparsam sogar. Extrem sparsam, und diese ganzen Hybridmodelle sind ja überwiegend für die Stadtverkehre, Kurzstreckenverkehr, viel Stop and Go. Dafür sind die eigentlich ideal. Ja, denn es war nämlich immer so, dass die auf der Autobahn immer weniger verbraucht haben wie im Stop and Go. Bei Hybridmodellen ist genau umgekehrt. Ja, beim Hybrid ist eher die Richtung umgekehrt. Also wenn einer jetzt permanent mit, sage ich mal, flottem Fuß auf der Autobahn unterwegs ist, da wird der Hybrid keinen Verbrauchsvorteil haben. Aber im Stadtverkehr, da macht es wirklich was aus. Ne? Ja, tolles Auto. Und komm, wir machen noch ein bisschen Werbung für dich. Ist eh alles Werbung, aber die Leute wollen ja auch noch wissen, wenn in Deutschland, dann kauft das bei Thomas Reiter. Du bist ganz im
im Westen, richtig? Ich bin ganz im Westen, im Herzen von Saarland. Also einmal hier in Saarbrücken in der Kurt-Schumacher-Straße und in Rehlinge-Siersburg bei Saarlouis an der Windmühle 7. Da sind wir an beiden Standorten vertreten, haben überall die Fahrzeuge auch zugelassen als Vorführer. Lagerfahrzeuge kann man sich bei uns also angucken. Wie gesagt, alle Fahrzeuge wurden noch nicht geliefert, aber ich denke, dass bis Ende nächster Woche nach Pfingsten die restlichen Modelle auch noch irgendwann eintreffen. Ja, wenigstens mal eine vernünftige Farbe, vielleicht nicht im Sommer, aber mit weißen Sitzen und schwarz, das steht dem Auto richtig gut. Ja, Preise haben Sie eben gehört, es gibt die nur als Hybrid um die 22, korrekt? Um die 22 geht's los. Um die 22. Ich glaube, einen Steuervorteil hat man nicht hierbei, also die 1% Versteuerung, weil es ist kein Plug-in bei der Geschäftswagenversteuerung. Ja, vielen Dank. Einmal in Saarbrücken, einmal in Rehling-Siersburg. Die Firma Autoreiter mit einem Unboxing eines Honda Jazz 2020. Tschüss Thomas. Ja, tschüss.